Ich habe in meinem Buch den Beweis angetreten, dass bereits bestehende völkisch-rassische Lehren zur NS-Weltanschauung führten und diese ich wiederhole, keine Erfindung von Adolf Hitler war, sondern zur damaligen Zeit durchaus gängiges Meinungs- und Schriftgut waren. Hitler selber sagte noch auch in Mein Kampf etwas zur NS-Weltanschauung, und das möchte ich zitieren. Deshalb sah ich meine Aufgabe besonders darin, aus dem umfangreichen und ungestalteten Stoff einer allgemeinen Weltanschauung diejenigen Kernideen herauszuschälen und in mehr oder minder dogmatische Formen umzugießen. Mit anderen Worten, die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei übernimmt aus dem Grundgedankengang einer allgemein völkischen Weltvorstellung die wesentlichen Grundzüge. Herzlich willkommen, Herr Dr. Grant. Ich grüße Sie. Hallo Herr König, grüße Sie. Ja, wir haben ja eine weitere Folge heute angesetzt. Wieder mal geht es grundsätzlich um die deutsche Geschichte. Es geht um Adolf Hitler. Und heute steigen wir wieder mal etwas genauer ein und Sie vergleichen Mainstream Nachrichten, Mainstream-Fakten will ich gar nicht sagen, sondern Berichte. Und wir vergleichen das mit ihren Forschungsergebnissen. Und ja, heute auch wieder so ein Wunschthema von mir ist, um herauszufinden, zum Thema Adolf Hitler, Mein Kampf. Ja, da gibt es ja auch viele Gerüchte um das Ganze herum. Und bevor wir da aber auf das Thema kommen, es ist natürlich auch so eine Frage der Weltanschauung von Adolf Hitler. Da gibt es ja auch viele Berichte drum und mich würde da mal interessieren, und besonders auch wahrscheinlich die Zuseher, was haben Sie denn zur Weltanschauung von Adolf Hitler herausgefunden? Ja, also in diesem Buch, das ist immer noch Band 1, das wir heute besprechen, habe ich natürlich auch die Weltanschauung von Adolf Hitler untersucht. Und Sie wissen meine Arbeitsweise, zunächst kommt der Mainstream und dann kommt das, was ich widerlege. Also der Mainstream sagt ja, ähm, Adolf Hitler wird als Schöpfer der NS-Ideologie angesehen, als Erfinder. So haben es auch viele Mainstream-Historiker auf dem Schirm. Auf der Seite Holocaust CZ habe ich gelesen, was eigentlich der Mainstream ausdrücken will. Und ich zitiere einfach mal: Parasit am arischen Volk fähig war zu leben. Die internationale jüdische Verschwörung habe als Aufgabe, alle anderen Völker zu unterwerfen und zu versklaven. Zitat Ende. Also hier wird einmal suggeriert die Vorstellungen von Adolf Hitler und der internationale Jude. Auf das werde ich später dann auch eingehen, wie das Wort internationale Jude überhaupt in die Welt gekommen ist. Weil genau diese Vorstellungen kamen nicht von Adolf Hitler, wie suggeriert. Und Sie werden auch erfahren, was hinter der angeblichen Lehre der Nationalsozialisten wirklich steckt. In der einleitenden Erklärung der Anklageschrift im Nürnberger Prozess gegen die NS-Hauptkriegsverbrecher behauptete der amerikanische Hauptankläger Robert Jackson, dass Adolf Hitler und seine Mitverschwörer gewisse Lehren erfunden hätten, auf die sich die nationalsozialistische Weltanschauung begründete und die schließlich zur Zerstörung der Welt geführt hat. Genauso wird es ja auch heute wiedergegeben. Hitler hat einfach wahrscheinlich aufgewacht und hat einfach eine Lehre erfunden. Die Anklage sprach unentwegt von einer Weltanschauung und einer Lehre, die die ganze Welt vergiftete, also
durch Hitler. Diese Auffassung wurde und wird bis heute von so manchen oder von den meisten Mainstream-Historikern geteilt. Und ich habe in meinem Buch den Beweis angetreten, dass bereits bestehende völkisch-rassische Lehren zur NS-Weltanschauung führten und diese ich wiederhole, keine Erfindung von Adolf Hitler war, sondern zur damaligen Zeit durchaus gängiges Meinungs- und Schriftgut waren. Darin sind sich viele einig, viele Historiker. Aber sie sind sich halt nicht einig, dass Hitler ein Kind dieser Weltanschauung war, sondern wie ich bereits zitiert habe aus der Anklageschrift vom Nürnberger Prozess, hätte er die Lehre erfunden. Demnach war es für mich wichtig herauszuarbeiten, worauf diese angebliche nationalsozialistische Weltanschauung überhaupt begründet war und ob Hitler überhaupt ein neuer Religionsbegründer war. Und wir müssen da anfangen bei der russisch-deutschen Okkultistin Helena Blavatsky. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen kennen. Ist mir ehrlich gesagt wirklich neu und ich bin gespannt drauf. Okay. Also viele haben diesen Namen im Zusammenhang mit Okkultismus und Esoterik, was auch absolut richtig ist, weil sie war eine Begründerin der Theosophischen Gesellschaft, die 1875 von ihr und Henry Steele Olcott gegründet und auch in Deutschland 1884 entstand. Dort entstanden auch die ersten rassistisch-völkischen Gedanken. Blavatskys Hauptwerk, das Buch heißt Die Geheimlehre, das heilige Buch der Theosophischen Bruderschaft, handelte vom Kult der Rasse, des Blutes des Übermenschen und der Unterteilung der Menschen in verschiedene Wurzelrassen. Da sehen Sie ja schon einige Trigger, die später auch in der NS-Weltanschauung auftreten sollten. Blavatsky konstruierte daraus eine Höherentwicklung des Aryers. Aryer, Achtung, auch Weltanschauung NS, während andere Rassen zum Aussterben verurteilt seien. Demzufolge existiert heute die 5. Wurzelrasse, also heute war zur damaligen Zeit, die Aryer, während andere Rassen zum Aussterben verurteilt seien. Die Juden wurden darin hingegen als künstliche Rasse und ihre Religion als voll des Hasses und Überwollens gegen jedermann beschrieben. Meister Hermann Rudolph von der Theosophischen Gesellschaft in Deutschland begrüßte 1933 auch das erwachende Dritte Reich. Er glaubte, Theosophie und Nationalsozialismus wären die tragenden Kräfte der zukünftigen Entwicklung. Diese Auffassung wurde jedoch nicht von allen Theosophen geteilt. Helena Blavatsky und die Theosophische Gesellschaft haben völkisch-rassische Gedanken zunächst mal unter das Volk gebracht. Also schon im Jahre 1880, 90. Dann kommen wir zu einem Mann, den Sie und die Zuschauer alle kennen, und zwar Richard Wagner, der berühmte Komponist, dessen Musik unbestritten eine nachhaltige Wirkung auf Adolf Hitler ausübte und dessen Familie er sich auch stark verbunden fühlte. Richard Wagner sah in den Juden die Beherrscher der modernen Geldwelt. Wagner bemerkte außerdem, ich zitiere, ja, sie sind wie die Fliegen, je mehr man sie verscheucht, umso mehr sind sie da. Zitat Ende. Alle Zitate sind in meinem Buch mit Quellen belegt. Also ich erzähle hier keine Märchen, sondern alle Zitate sind mit Quellen belegt. Diese Zitate über Richard Wagner sind aus den Tagebüchern von Cosima Wagner selbst und aus Tagebüchern von König Ludwig II. Schlimmer noch, Wagner nannte die Juden eine wahre Pest und sagte in heftigem Scherz, es sollten alle Juden in einer Aufführung des Nathan verbrennen.
Sogar seinem Gönner und Förderer König Ludwig II. Von Bayern, der als Freund der Juden galt, gestand Wagner im Jahre 1881 in einem Brief, ich zitiere, dass er die jüdische Rasse für den geborenen Feind der einen Menschheit und alles Edlen in ihr halte und dass namentlich wir Deutsche an ihnen zugrunde gehen werden. Zitat Ende. Die Opern von Richard Wagner enthalten, so Kritiker, ich bin kein Opernspezialist, aber Kritiker sagen, den gesamten ideologischen Hintergrund eines sozialdarwinistischen und antisemitischen Weltbildes, germanische Urkraft, Befreiungsbarbarei und den Blutreinigungsmystizismus des Parzival. Adolf Hitler gab selbst mehrmals zu, dass Wagner eine Art Identifikationsfigur für ihn gewesen sei und wurde nicht müde, dessen Musik zu hören und dessen Schriften zu lesen und auch die Familie zu besuchen. Herr Dr. Grant, können Sie sich erklären, woher dieser Hass auf Juden von Richard Wagner genau kam? Gab es ein Schlüsselerlebnis? Da gibt es viele verschiedene Ausführungen dafür, aber ich bin jetzt, muss ich ehrlich zugeben, kein Richard Wagner Spezialist. Für mich war nur interessant seine Zitate, die ich verifizieren konnte zum Thema der Juden. Über seinen Antisemitismus gibt es einige Ausführungen, auch Publikationen, die Wissenschaftler und auch Musikwissenschaftler geschrieben haben. Aber da habe ich jetzt nicht gefunden, dass es den Auslöser gab, sondern auch Richard Wagner war ein Kind seiner Zeit und in dieser Zeit wurden die Juden einfach kritisch gesehen. Das muss man einfach so konstatieren. Wenn ich mich richtig erinnere, kritisiert ja auch Friedrich Nietzsche Richard Wagner für diese Einstellung. Ja, das ist richtig, ja. Wir kommen zu einem anderen Vordenker der rassisch-völkischen Ideologie, und zwar einem ganz, ja, sagen wir mal so, ja, Joseph Arthur Graf von Gobineau. Er war 1849 zum Kabinettschef des französischen Außenministers berufen und hinterließ das vierbändige Werk Versuch über die Ungleichheit der menschlichen Rassen. Mit diesen Bänden wurde Gobineau als Pionier der Rassenforschung bezeichnet, dessen Werk den Imperialismus und Kolonialismus rechtfertigen sollte. Also ein Franzose, unverdächtig eigentlich. Gobineau differenzierte die höhere Rasse der Arier, ähnlich wie Blavatsky. Dazu gehörten in erster Linie die Germanen, von den niederen Arten, zu denen er die Neger und die Semiten zählte. Gobineau forderte unmissverständlich die höhere Rasse durch die Bewahrung des reinen Blutes zu erhalten. Mit der von ihm formulierten Rassenlehre legte er eine der Grundlagen für den nationalsozialistischen Antisemitismus. Gobineaus Schriften inspirierten das schriftstellerische Sektieren der damaligen Zeit und brachten eine umfangreiche, ausschweifende Anschlussliteratur hervor. Gobineau hatte auch Einfluss auf Richard Wagner. In Wagners Umfeld wiederum tummelte sich der Engländer Houston Stuart Chamberlain. So hängt das alles irgendwie zusammen. Houston Stuart Chamberlain war ein englisch-deutscher Schriftsteller, Verfasser zahlreicher populärwissenschaftlicher Werke, unter anderem zu Richard Wagner, Immanuel Kant und Johann Wolfgang von Goethe. Er hatte eine pangermanische und antisemitische Einstellung, auch er. Sein bekanntestes Werk hieß Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, das zu einem Standardwerk des rassistischen und ideologischen Antisemitismus in Deutschland werden sollte. Chamberlain wiederum verehrte Richard Wagner und war dessen Werk zugewandt. Zudem war auch er ein Anhänger von Joseph Arthur Graf von Gobineau. Sie sehen, das hängt alles zusammen. Der Engländer Chamberlain entwickelte die Konzeption einer rassistischen Geschichtstheorie
und interpretierte die europäische Geschichte in Künsten Spekulationen. So sah er in den Germanen am Rande des Rassenabgrunds in einem Überlebenskampf gegen die Mächte der Finsternis. Chamberlain, man könnte ja sagen, okay, was soll der Chamberlain? Aber er war durchaus kein unbedeutender Mann in der damaligen Zeit, was wohl die Briefkontakte mit König Ludwig von Bayern und Prinz Max von Baden bezeugen durfte. Chamberlain hat die Rassenlehre von Gobineau weiterentwickelt und kam zu der Erkenntnis, der Arier sei die Seele der Kultur. Ferner gäbe es zwei Rassen, die arische und die jüdische. Die arische trage das Vermächtnis des Altertums in sich, die griechische Kunst und Philosophie, das römische Recht und das Christentum und sei als Herrenrasse dazu auserwählt, den Zeitgeist zu überwinden und dadurch ein neues Weltalter herbeizuführen. Die Voraussetzung dafür sei allerdings die Reinerhaltung des Blutes. Adolf Hitler hat Stuart Chamberlain in Richard Wagners Haus Wahnfried mehrfach getroffen und sich mit ihm ausgetauscht, und so hängt das auch wieder zusammen. Es gab noch andere einflussreiche Personen, die das damalige Zeit- und Weltbild beeinflussten und ebenso krude Thesen verbreiteten. Guido von List, den Namen haben Sie sich auch schon mal gehört. Er war ein Runen- und Germanenforscher. Er bezeichnete das Hakenkreuz als Symbol der Reinheit des arischen Blutes, und spätere Runenforscher leiteten ihre Kenntnisse von seinen Anschauungen ab. Guido von List gilt gemeinhin als einer der Väter der Ariosophie, also der Lehre von der höheren Rasse der Arier. In der im Jahr 1905 gegründeten Guido von List Gesellschaft organisierte er seine Anhänger zu einer arischen Streitergemeinschaft gegen Untermenschen und Mindere. Auch List verband die herrschende völkische Ideologie und Gobineaus Rassentheorie geschickt mit Blavatskys Wurzelrassenlehre und der modernen Runenlehre. Kommen wir zum nächsten, Jörg Lanz von Liebenfels. Er war einer der engsten Freunde von Guido von List und war ebenfalls Ariosoph. Liebenfels, dieser nannte seine Bewegung eine arisch-christliche und sah sich selbst als Erlöser einer von Chandalen beherrschten Welt, gegen die man mit äußerster Rücksichtslosigkeit vorgehen müsse. Aber sein Weltbild war ein wirklich erschreckendes. Er teilte die Menschen einfach in zwei Gruppen ein, die Blonden und die Chandalen. Er nannte diese auch Äfflinge, Bolschi-Juden oder Schrädlinge. Nach seiner Auffassung musste der Ario-Heroiker das Minderrassige bekämpfen. Ich gehe jetzt auf den Maßnahmenkatalog ein, den Jörg Lanz von Liebenfels entwickelt hat zur Entmischung der Rassen, weil das wiederum wichtig ist für den Unterbau der NS-Weltanschauung. Ich nehme nur einige Punkte daraus. Erstens die Wiedererrichtung der ursprünglichen Rassenkultreligion. Diese verpflichtet die Menschen zur Reinzucht und erklärt die Rassenmischung zur Todsünde. Zweitens, es werden Prämien zur Blund-Ehe gestiftet. Drittens, die Blunden erhalten Sonderrechte. Das Recht wird vom Rassenstandpunkt begründet und durchformt. Viertens, die Frauen werden in einer Art von Klöstern zu Zuchtmüttern erzogen, damit sie sich nicht mit Chandalen einlassen. Fünftens, Reinzuchtkolonien schaffen und blonde Reservate. Sechstens, der blonde Mann hat das Recht, mehrere Frauen zu besamen, damit die höhere Rasse in stärkerem Maße fortgepflanzt wird. Siebtens, anstelle mannesschwacher Männer Ehehelfer. Auch eine Idee. Achtens, Neuordnung der Schule, Erziehung zur Ario-Heroik. Neuntens, die Blonden gehören auf das gesunde Land.
Zehntens Zusammenschluss zu Schützenvereinigungen und bewaffneten Korps. Das waren seine Grundideen, aber das war noch lange nicht alles. Er hatte Maßnahmen zur Bekämpfung der Tschandalen, und zwar Predigen der kinderlosen Ehen durch Verhütungsmittel, Kastration, Sterilisation, Verhungern lassen der Tschandalen, Sklaverei, Zwangsarbeit, Deportation in die Wüste, Prostitution, Verwendung der Tschandalen zu Kanonenfutter und direkte Liquidierung. Ist ein erschreckendes Bild. Wann wann hat er seine Thesen ungefähr veröffentlicht? Ganz Das grob. war alles im Anfang des 20. Jahrhunderts. Wow. Und interessant in diesem Zusammenhang war auch, dass Liebenfels die Ostara-Hefte herausgegeben hat. Was den Leser eines solchen Heftes erwartet, steht unverhohlen auf dem Titelblatt, aus dem ich zitiere. Also ich zitiere: Die Ostara-Briefbücherei der Blonden ist die erste und einzige illustrierte arisch-aristokratische und arisch-christliche Schriftensammlung, die in Wort und Bild den Nachweis erbringt, dass der blonde heidnische Mensch, der schöne, sittliche, adlige, idealistische, geniale und religiöse Mensch, der Schöpfer und Erhalter aller Wissenschaft, Kunst, Kultur und der Hauptträger der Gottheit ist. Alles Hässliche und Böse stammt von der Rassenvermischung her, der das Weib aus physiologischen Gründen mehr ergeben war und ist als der Mann. Es gibt viele Historiker, die sagen, dass Adolf Hitler Lanz von Liebenfels gekannt hat. Nach Liebenfels eigener Aussage, die aber mit Vorsicht zu genießen ist, also alles, was Lanz auch geschrieben hat, ist mit Vorsicht zu genießen, weil er leicht übertrieben hat. Nach seiner Aussage hat ihn Adolf Hitler im Jahr 1909 besucht. Dieser erzählte dem Ariosophen, dass er in der Felberhalle, also Hitler hat ihm erzählt, dass er in der Felberstraße wohne und im dortigen Tabakladen die Ostara fast regelmäßig kaufen würde. Einige Nummern würden ihm zur Vollständigkeit fehlen und er bat Liebenfels um diese Hefte, die er dann auch erhielt. Hitler selbst, ich habe nachgeforscht, ob Hitler das bestätigt hat. Hitler hat geschrieben, ich zitiere: Ich kaufte mir damals wenige Heller die ersten antisemitischen Broschüren meines Lebens, Zitat Ende. Doch er spricht nicht speziell von der Ostara von Lanz. Doch es ist wahrscheinlich, dass er diese Hefte zusammen mit anderen Heftchen dort gekauft hat und so auch über Liszt's und Lanz von Liebenfels Lehren Kenntnis erhielt. Liebenfels jedenfalls schien Hitlers weiteren Weg genau zu beobachten. Er schrieb am 22. Februar 1932 an seinen Ordensbruder Amelius und das beweist auch vielleicht ein gewisses Wunschdenken. Ich zitiere: Weißt du, dass Hitler einer unserer Schüler ist? Du wirst es noch erleben, dass er und dadurch auch wir siegen und eine Bewegung entfachen werden, die die Welt erzittern macht. Zitat Ende. Mit dieser Prophezeiung sollte Liebenfels jedenfalls recht behalten, wenn Hitler aber wohl kaum als ein Schüler von ihm bezeichnet werden kann. Auch Hitlers Jugendfreund Josef Greiner, dessen Aussagen ich ebenfalls mit Vorsicht betrachte, weil sie sich öfters widersprechen. Auch Greiner sagte, dass die Lehre Lanz von Liebenfels zur wörtlich Geheimlehre des Nationalsozialismus wurde. Allerdings gab es den Unterschied: Lanz wollte sein System verbreiten, ohne ein politisches Ziel zu verfolgen, währenddessen Hitler diese Thesen aus propagandistischen Gründen verschleiern und im Hintergrund halten wollte. Liebenfels allerdings erhielt im Jahr 1938 Schreibverbot.
Dennoch war er wohl ein wichtiger Vordenker des Nationalsozialismus. Wir kommen jetzt zu dem Mann, der für mich nach meinen Forschungen derjenige ist, der die NS-Weltanschauung erschaffen und gegründet hat. Und zwar Alfred Rosenberg. Er war ein hochgeachteter NS-Ideologe und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Mythos des 20. Jahrhunderts. Er war auch voll des Lobes auf Houston Stuart Chamberlain. Deshalb möchte ich auch ein bisschen auf die Person von Alfred Rosenberg eingehen, denn gerade er ist es, der Hitler davon entlastet, die nationalsozialistische Weltanschauung erfunden und damit für sie verantwortlich zu sein, so wie es Knopp und Co. gerne darstellen. Ein Zeuge für meine These ist der US-Hilfsankläger für die Vereinigten Staaten Walter W. Brudnow im Prozess in Nürnberg. Er sagte, ich zitiere, wir wollen diese allgemeinen Angaben als Hintergrund im Auge behalten und uns nunmehr der ersten Phase der Beweiserhebung zuwenden, die sich mit Rosenberg als dem offiziellen Schöpfer und Exponenten der nationalsozialistischen Weltanschauung beschäftigt. Rosenberg schrieb eingehend über fast jeden Punkt des nationalsozialistischen Programms und beteiligte sich aktiv daran. Seine erste Veröffentlichung über Wesen, Grundsätze und Ziele der NSDAP erschien im Jahr 1922. Daraus ersehen wir, dass es der Angeklagte Rosenberg war, der das Parteiprogramm ursprünglich entworfen hat und sein Wortführer gewesen ist. Rosenberg brachte seine Gedankengänge über die Stellung der Religion im nationalsozialistischen Staat im Mythos des 20. Jahrhunderts zum Ausdruck. Anstelle des traditionellen Christentums suchte Rosenberg, den neuheidnischen Mythos des Blutes einzuführen. Rosenbergs Ansichten über Religion wurden als die einzige Weltanschauung angesehen, die sich mit dem Nationalsozialismus vereinbaren ließ. Zitat Ende. Im Jahr 1937 wurde Rosenberg der Deutsche Nationalpreis verliehen. Die den Preis an ihn begleitende Auszeichnung lautete, ich zitiere, Alfred Rosenberg hat in seinen Werken in hervorragendstem Maße die Weltanschauung des Nationalsozialismus wissenschaftlich und intuitiv begründen und festigen geholfen. Zitat Ende. Der Hilfsankläger Walter W. Brudnow führte weiter aus, ich zitiere, wir sind der Ansicht, dass Rosenberg die treibende Kraft der nationalsozialistischen Bewegung und er war es, der ihre neuen Gedanken schuf. Zitat Ende. Diesen Teil des Statements lassen viele Gutmenschenhistoriker wohlweislich weg, weil sie Adolf Hitler alleine für die Entstehung der NS-Weltanschauung verantwortlich machen wollen. Verschwiegen wird also, nicht Hitler, sondern Rosenberg schuf die NS-Weltanschauung. Übrigens, Rosenberg wurde als Chefideologe des NS-Regimes vom Nürnberger Tribunal wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit am 16. Oktober 1946 aufgehängt. Viele haben mich, nachdem das Buch erschienen ist, gefragt, war Adolf Hitler ein Esoteriker? Was haben Sie da für eine Meinung dazu, Herr Kühn? Ja, also es gibt ja immer wieder auch Dokumentation darüber, dass gerade auch die SS immer wieder weltweit unterwegs war, um irgendwelche Artefakte zu finden. Soweit ich weiß, waren die sogar beim Dalai Lama gewesen, weltweit unterwegs. Ein bisschen Okkultismus kommt irgendwie immer mit rein. Der Totenkopf bei der SS und also ich kann es mir vorstellen, um ehrlich zu sein, dass es der Fall ist. Aber es wird ja auch viel immer, auch zum Beispiel über Hollywood wird ja auch versucht, viel zu transportieren. Ja. Zum Beispiel nach der Suche nach dem Heiligen Gral und diese Geschichten. Da wird das ja auch versucht, so mit reinzubringen. Ich kann es nicht abschließend sagen gerade. Ja, also ich sage Ihnen, was meine Forschungsergebnisse sind, weil Hitler wird ja immer wieder als
Okkultist auch dargestellt, so wie Sie das auch angedeutet haben. Hitler selbst war kein Esoteriker im klassischen Sinn, aber er nutzte und duldete esoterische, okkulte und pseudoreligiöse Ideen, die im Umfeld des Nationalsozialismus eine Rolle spielten. Was Esoteriker in diesem Zusammenhang bedeutet: Der Begriff Esoterik umfasst hier okkulte, mystische, spirituelle oder pseudoreligiöse Weltbilder, etwa Astrologie, Runenmagie, Ariosophie, Theosophie, Reinkarnation und Karma und symbolische Rituale und geheime Bruderschaften. Hitler selbst glaubte nicht diese Lehren, aber er war empfänglich für symbolische und mystische Elemente, die Macht- und Sendungsbewusstsein verstärkten. Der Journalist, Antisemit, Mystiker Dietrich Eckart, der auch Hitlers Mentor in München war, verstand beispielsweise Politik als spirituellen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Er vermittelte Hitler eine okkult aufgeladene Sprache. Zum Beispiel hat Hitler öfters gesprochen von Sendung, von auserwählt, von Schicksal und so weiter. Das hat ihm also Dietrich Eckart auch beigebracht. Diese Begriffe finden sich immer wieder in den Reden von Adolf Hitler und ich habe alle gelesen, die er jemals von sich gegeben hat. Hitler sah sich also nicht als Magier oder Medium, aber als Werkzeug einer höheren Vorsehung. Er sagte mehrfach, zum Beispiel 1938 und 1941, ich handle im Auftrag der Vorsehung oder ich folge dem Ruf des Schicksals. Das sind theologisch-mystische Formeln, aber nicht im Sinne von Esoterik, sondern eine politische, ja, kann man sagen, Sakralisierung seiner eigenen Mission. Der eigentliche Esoteriker war Heinrich Himmler. Er war Gründer des Ahnenerbes, also des SS-Instituts für Urgeschichte und Erbbiologie und hat auch diese Expedition, die Sie vorher genannt haben, ins Leben gerufen. Er hat die Runenmagie gefördert, den Keltenkult, also wie gesagt auch die Tibet-Expeditionen, germanische Mystik und auch auf Schloss Wewelsburg wurde als geistiges Zentrum eingerichtet für die SS mit ritueller Symbolik und so weiter. Also darüber könnte man ein eigenes Buch schreiben, was ich aber nicht in diesem Zusammenhang nicht gemacht habe, weil ich habe ja kein Buch über Himmler geschrieben, sondern über Hitler. Hitler selber verspottete diese Dinge als Hokuspokus und mittelalterlichen Unsinn, ließ aber Himmler gewähren, solange es nützlich für die Propaganda war. Also Hitler hatte jetzt keine unmittelbaren Esoteriker oder Okkultisten, Sektenführer unmittelbar in seinem Freundesbekanntenkreis, Beraterkreis, bis auf vielleicht Himmler, der schon so ein bisschen in die Richtung geht, auch vielleicht Richtung Satanismus vielleicht? So, Satanismus würde ich jetzt nicht, gut, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, da habe ich noch nicht darüber recherchiert, aber Himmler und Satanismus würde ich jetzt nicht in Zusammenhang bringen. Aber ich würde noch eine andere Person einführen wollen, die Hitler gekannt hat, und zwar den Hellseher Hanussen, der immer wieder ja, astrologische Bilder über Hitler ausgestellt hat und so weiter. Aber mein Fazit lautet, Hitler war kein Esoteriker, sondern ein politischer Fanatiker mit pseudoreligiösem Sendungsbewusstsein. Er instrumentalisierte esoterische Motive, also Mythos, Vorsehung, Runen, Symbolik, ohne selbst an Magie und Astrologie oder okkulte Kräfte zu glauben. Die echte Esoterik spielte sich im Umfeld der SS, der Ariosophen und des Ahnenerbes ab und nicht in Hitlers persönlichem Denken. Das war jetzt soweit mal
meine Erkenntnis zur Weltanschauung. Wir sehen also, Hitler hat die NS-Weltanschauung nicht, ich wiederhole, nicht erfunden und nicht begründet. Es war, wenn es überhaupt einer war, Alfred Rosenberg, der seine Ideen wiederum hatte von einer Russin, eines Franzosen, eines Engländers und so weiter, die alle über Arier, Rassen und über Antisemitismus geschwafelt haben. Das waren die Grundlagen. Ich möchte jetzt einen kleinen Sprung machen zu Hitlers Buch Mein Kampf. Und da hatten Sie mir, glaube ich, in einem der letzten Videos mal die Frage gestellt, ob Hitler Mein Kampf allein geschrieben hat. Und da muss ich dazu sagen, grundsätzlich ja, Hitler hatte eine Hilfe oder hatte Hilfe. Er hat es nicht allein geschrieben. Das wird jetzt viele vielleicht ein bisschen verwundern, aber er hat Mein Kampf, wenn man das Buch liest, ich habe es getan, es gibt ja 2 Bücher, die Hitler geschrieben hat. Es gibt ja auch das zweite Buch, das wissen viele nicht. Er hat diese Bücher mit Unterstützung anderer Personen geschrieben. Hitler war der Ideengeber und Redner, aber er war kein geübter Schreiber. Das sieht man dann auch, wenn man Mein Kampf durchliest. Nach dem gescheiterten Putsch am 9. November 1923 saß Hitler in Festungshaft in Landsberg am Lech. Dort begann er 1924, und das Datum müssen wir uns morgen, wenn wir nachher zu Henry Ford kommen, dort begann er 1924 mit dem Schreiben von Mein Kampf. Viele wissen nicht, dass Mein Kampf eigentlich der zweite Titel war. Der erste Titel lautete, das muss ich vorlesen, Vierteljahresheft der nationalsozialistischen Bewegung. Und ja, das war also Hitlers Idee, und es wurde dann umgeändert in Mein Kampf, was eigentlich wirklich auch ein Kampf. Hat er dann noch Beratung bekommen von der Genau, Public Relations Agentur? genau, ja, so kann man sagen, ja, so kann man sagen. Also einer der Mitunterstützer war Rudolf Hess. Er war ja auch sein Zellengenosse und sein engster Mitarbeiter. Hess tippte große Teile des Manuskriptes auf der Schreibmaschine. Historiker gehen davon aus, dass Hess sprachlich und strukturell eingriff, um Hitlers chaotische Gedanken zu ordnen. Hess selber hat später gesagt, er habe nur diktiert bekommen. Aber ich glaube, es war ein bisschen mehr so eine Schutzbehauptung. Ich vermute stark, dass Hess Hitlers Gedanken tatsächlich geordnet hat. Dann gibt es einen Emil Maurice. Er war ein früher Weggefährte von Hitler und war auch später, vielleicht kennen Sie in diesem Zusammenhang den Namen, er war später sein Privatchauffeur. Emil Maurice, französischstämmig. Er diente in Landsberg als Schreibgehilfe in den Anfangsphasen. Dann gibt es einen Namen, den kennen viele nicht, Bernhard Stempfle, ein katholischer Geistlicher und Journalist. Er überarbeitete Passagen stilistisch und redaktionell, bevor der Text, also von Mein Kampf, in Druck ging. Stempfle war später ein Opfer des Röhmputsches. Darüber werden wir sicherlich ein extra Video machen, über die Lüge des Röhmputsches. Stempfles Rolle beim Lektorat von Mein Kampf gilt als historisch gesichert. Und dann gibt es noch Max Ammann, Hitlers Verleger und Leiter des Eher Verlags, in dem Mein Kampf erschienen ist. Er überarbeitete das Werk verlegerisch und sprachlich, um es druckreif zu machen. Hitler also diktierte die meisten Kapitel. Er war ein geübter Redner, aber er war wahrlich kein Schreiber. Sein Stil war mündlich, repetitiv und assoziativ, was man auch im Text merkt. Also lange Sätze, Wiederholungen und kaum Struktur. Daher ist für mich eindeutig, das Werk trägt Hitlers Gedanken, aber die Textform ist Ergebnis gemeinsamer Arbeit von den Leuten, die ich genannt habe. Und auch sein zweiter Band von Mein Kampf, der 1926 erschien, wurde nach der Haftzeit verfasst. Dort war Hitlers Schreibstil flüssiger, aber weiterhin stark von Mitarbeitern Hess, Ammann und Parteiredakteuren beeinflusst. Also mein Fazit dazu, um Ihre Frage zu beantworten:
Hitler war der alleinige Ideengeber und inhaltliche Autor, aber nicht der alleinige Verfasser. Der Text wurde von Rudolf Hess, Bernhard Stempfle und Max Ammann strukturiert, redigiert und tipptechnisch umgesetzt. Mein Kampf ist also ein Diktatwerk. Diktatwerk, kein klassisches Autoren. Hitler selber sagte noch auch in Mein Kampf etwas zur NS-Weltanschauung. Und das möchte ich zitieren. Deshalb sah ich meine Aufgabe besonders darin, aus dem umfangreichen und ungestalteten Stoff einer allgemeinen Weltanschauung diejenigen Kernideen herauszuschälen und in mehr oder minder dogmatische Formen umzugießen. Mit anderen Worten, die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei übernimmt aus dem Grundgedankengang einer allgemein völkischen Weltvorstellung die wesentlichen Grundzüge, bildet aus denselben unter Berücksichtigung der praktischen Wirklichkeit, der Zeit und des vorhandenen Menschenmaterials sowie seiner Schwächen ein politisches Glaubensbekenntnis, das nun seinerseits in der so ermöglichten Form gestraft wird. Damit belegt Hitler mit seinen eigenen Worten, dass er eben nicht der Schöpfer einer NS-Ideologie war, sondern diese auf allgemein völkischen Vorstellungen gründete. Jetzt stellt sich ja auch so ein bisschen die Frage, Sie haben ja gesagt, er war so Ideengeber für das Buch, geschrieben haben es andere, ausformuliert haben es andere, verändert, glatt gemacht zum Beispiel. Aber dann stellt sich auch gleich die Frage, woher hatte Adolf Hitler seine Gedanken und wer war sein Mentor vielleicht? Oder hat er das alles aus dem Hut gezaubert, die viele Sachen? Oder hatte er auch Vordenker, von denen er sich inspirieren hat lassen oder vielleicht sogar mehr? Also da kommen wir zu einer These, die ich in meinem Buch mir also eigentlich beweise, dass Adolf Hitler von Henry Ford abgeschrieben hat. Das ist eine gewagte These und es wird natürlich wieder Aufschrei geben in den Mainstream-Medien und auch bei den Mainstream-Historikern. Aber ich möchte das Schritt für Schritt. Wer war eigentlich Henry Ford? Weil manche wissen es ja nicht. Vielleicht fahren sie ja Ford, aber sie wissen nicht, wer Henry Ford war. Also Henry Ford gründete im Jahr 1903 die Ford Motor Company und er setzte als erster das Fließband zur Fertigung von Automobilen ein und war zeitweilig der größte Autobauer der Welt. Einer Umfrage zufolge aus diesen Jahren wurde er einmal der drittpopulärste Mann der Geschichte genannt, hinter Jesus und Napoleon. Ford wurde sogar für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Also soweit seine bürgerliche Vita. Doch es war auch allgemein bekannt, dass Henry Ford ein bekennender Antisemit war. Bereits im Jahr 1919 schrieb er in der New Yorker Zeitschrift World, ich zitiere, hinter jedem Krieg stehen internationale Finanziers. Sie sind das, was man das internationale Judentum nennt. Deutsche Juden, französische Juden, englische Juden, amerikanische Juden. Der Jude an sich ist eine Bedrohung. Zitat Ende. Also, Sie haben das Wort internationaler Jude ja von Hitler oft gehört. Und jetzt wissen Sie, woher dieser Begriff kommt. Henry Ford hat ihn bereits 1919, geprägt. Und er schrieb ja auch ein Buch, The International Jew, also der internationale Jude, auf das ich später noch einmal genauer eingehen werde. Fords Zeitschrift Dearborn Independent veröffentlichte am 22. Mai 1920 einen Leitartikel, in dem Ford seine These in nur einem Satz klar und deutlich zusammenfasste. Ich zitiere, der internationale Jude, Doppelpunkt, das Problem der Welt. Ende. Das hätte auch Hitler sagen können. Der erste Absatz begann so, ich zitiere, es gibt eine Rasse, einen Teil der Menschheit, der nie als ein willkommener Teil aufgenommen wurde. Zitat Ende.
Weiter hieß es in diesem Artikel, dieses Volk habe die Erde stets beschmutzt und Pläne geschmiedet, sie zu beherrschen. Um die Arier schließlich zu beherrschen, hätten die Juden sich seit langem verschworen, eine internationale, superkapitalistische Regierung zu bilden. Es folgten 91 Artikel, die sich mit einem breiten Spektrum von Themen auf den internationalen Juden bezogen. Ich möchte auf diese Thesen etwas eingehen, weil sie später auch in der NS-Weltanschauung und in Mein Kampf eine Rolle spielen werden. Also Ford schrieb, die Juden seien in einer Weltregierung. Ford beschuldigte die Juden auch, einen Niedergang in der amerikanischen Kultur verschuldet zu haben und Anstifter des Ersten Weltkrieges gewesen zu sein. Ford hatte eigens einen Stab von Wissenschaftlern und Historikern speziell mit der Erforschung der Judenfrage beauftragt und mit etwa 5 Millionen Dollar finanziert. Und es kam, wie es kommen musste. Bald boykottierten viele jüdische und nicht-jüdische Firmen und jüdische Privatpersonen Fords Produkte. Dennoch war Ford bereit, seine antisemitische Kampagne fortzuführen, was beweist, dass ihm diese sehr am Herzen gelegen haben muss. Auf die Frage, wie lange seine antisemitischen Artikel noch erscheinen würden, antwortet er, sein Lehrgang über die Juden würde 5 Jahre lang dauern. Alle Versuche, Fords antisemitische Kampagne zu stoppen, schlugen fehl und seine rassistischen Ideen verbreiteten sich in der ganzen Welt. So schaffte er es in rund 1,5 Jahren, aus dem Dearborn Independent ein antisemitisches Massenblatt zu machen, dessen Auflage 1923 bis 1927 eine halbe Million erreichte. Die Artikel aus dem Blatt wurden in 4 Bänden unter dem Titel Der internationale Jude herausgebracht und erreichten in den Vereinigten Staaten eine erhebliche Verbreitung. Ford verzichtete sogar darauf, das Copyright eintragen zu lassen, sodass jeder das Buch sanktionsfrei nachdrucken konnte. So wurde es in 16 Sprachen übersetzt und alleine in den USA 10 Millionen Mal verkauft. Es wurde in Barcelona, Porto Alegre, also Brasilien und Leipzig veröffentlicht. Antisemitische und nationale Gruppen von Frankreich bis Russland kauften das Werk. Grundlage seiner Publikationen bildeten die Protokolle der Weisen von Zion, deren Kernaussage war, die Juden hätten sich in verschwörerischer, geheimbündlerischer Absicht zusammengeschlossen, um mit wirtschaftlicher Macht, insbesondere durch die Kontrolle der Geldwährung, die Weltmacht an sich zu reißen. Vielleicht bezieht er sich da auf die Gründung der Federal Reserve, mit unter anderem der Beteiligung von Paul Warburg wahrscheinlich. Und Sie sind sehr gut informiert, weil darauf werde ich später noch kurz zurückkommen. Aber manche Historiker sagen auch, Ford habe sein Buch gar nicht selbst verfasst. Ja, das habe ich auch noch nie gehört, oder? Diese Theorie, aber es ist keine Theorie, denn tatsächlich schrieb er nicht jede Zeile selber. Es war Bill Cameron, der Herausgeber des Dearborn Independent, der Fords Ideen zu Papier brachte. Fords Sekretär Ernest Liebold erklärte jedoch, dass der Dearborn Independent Henry Fords Zeitung ist und er jede darin erscheinende Aussage autorisierte. Nachdem die ersten Artikel des Internationalen Juden veröffentlicht worden waren, wurde eine Presseerklärung herausgegeben, die von Liebold unterzeichnet, aber von Ford autorisiert war. In ihr hieß es, ich zitiere, die Judenfrage hat, wie jeder Geschäftsmann weiß, hier in den Vereinigten Staaten seit langem geschwelt. Und niemand hat sie zu diskutieren gewagt, weil der Einfluss der Juden so stark war, dass sie jeden hätten vernichten können, der es versuchte. Die Juden sind die einzige Rasse, über die man auf keinen Fall frei und offen sprechen darf und unter Missbrauch der Furcht, die sie über das Geschäftsleben ausgebreitet haben, sind die jüdischen Führer von einem Exzess zum anderen geschritten, bis endlich die Zeit gekommen ist für einen Protest oder die Kapitulation, Zitat Ende. Das war der Hintergrund für
Henry Fords Mission gegen die Juden. Er schrieb aber auch noch andere Bücher, in denen er die Juden anklagte, die in Deutschland weniger bekannt sein durften. Einmal das Buch My Life and Work, also seine Autobiografie, die er zusammen mit Samuel Crowther geschrieben hat, und Today and Tomorrow, das 1926 erschien. Und jetzt kommen wir zu dem, was Sie gerade angesprochen haben. Ford hatte einen persönlichen Feind. Es war der Bankier Paul Warburg. Dieser wurde im Alter von 42 Jahren amerikanischer Staatsbürger, der in den USA die Zentralbank Federal Reserve nach deutschem Muster etablieren wollte. Fords zahlreiche Publikationen strotzten nur so vor Ausfällen und Beleidigungen gegen die Warburgs. Ford schrieb beispielsweise, dass der deutsch-jüdische Bankier mit dem Ziel nach New York wechselte, dort den Verschwörungsplan der Protokolle zu dirigieren. Dies solle mit Hilfe einer absolutistisch regierenden US-Zentralbank geschehen, die in privaten Händen sei, und das Geld so zu zentralisieren, dass die jüdische Hochfinanz Macht über die produktivsten Faktoren der Wirtschaft gegeben werde. 1927 entschuldigte sich Ford zwar und nahm die Angriffe gegen die Juden förmlich zurück, aber das Entschuldigungsschreiben wurde von 2 Mitarbeitern Fords ausgearbeitet und nur mit seiner Unterschrift veröffentlicht. Nach Fords Tod wurde enthüllt, dass die Unterschrift gefälscht war. Doch Warum sah Ford sich gezwungen, dieses Schreiben verfassen zu lassen, beziehungsweise Sie haben ja gerade gesagt, dass es gefälscht war. Also hatte er gar nichts oder hat er es einfach machen lassen aus finanziellen oder aus ökonomischen Gründen? Oh, genau, also meinen Recherchen nach war der Druck von außen so groß, was eigentlich ihm ja wiederum recht gab mit seiner Annahme, dass jüdische Geschäftsleute so großen Druck ausüben können, dass ganze Firmen und ganze Imperien zerstört werden können. Also das war ein Grund dafür, dass er dieses Schreiben zwar nicht selbst verfasst hat, und seine Unterschrift war ja auch eine Fälschung, aber dass er dieses Plagiat in die Umgebung gab. Was ja auch echt spannend ist, ist ja auch der Punkt, dass eben Paul Warburg bei der Gründung der Federal Reserve mit dabei war. Er sollte ja eigentlich den Vorsitz bekommen, aber es gab zu viel Druck und dann ist er irgendwie nur einer der Direktoren oder was geworden in dem Bereich. Zu einer ähnlichen Epoche, war sein Bruder Max Warburg in der Deutschen Reichsbank tätig. Ja, Also es ist schon eine klare Karriere zu sehen von den beiden in diesen Bereichen. Und Geld ist schon ein wichtiges Mittel, ne? Das wissen wir absolut. beide. Absolut. Mit Geld kann man auch Kriege finanzieren, wie wir auch in einem anderen Video mal besprechen werden, wer Hitler finanziert hat. Ford selber blieb aber standhaft. Noch 1940, also 13 Jahre nach seiner angeblichen Entschuldigung, sagte er, ich zitiere, ich habe vor, den internationalen Juden bald neu herauszubringen. Also er war total uneinsichtig und ein Kämpfer gegen das Judentum. Er war ja auch in Deutschland sehr bekannt. Die deutsche Ausgabe seines Buches erschien im Hammer Verlag und bildete eine ganz entscheidende Rolle bei der Verbreitung antisemitischen Gedankengutes durch die NS-Propaganda. Und hohe NS-Funktionäre gaben im Nürnberger Prozess an, Henry Fords Buch Der internationale Jude habe sie in ihrem Handeln und Denken beeinflusst. Dies kam beispielsweise beim Prozess nicht gut an in Nürnberg, das ist ja klar, und sollte verhindert werden. Ich habe alle Prozessakten bei mir und habe sie durchforscht genau nach diesem Thema. Und ich lese Ihnen jetzt mal kurz einen Dialog vor zwischen dem NS-Reichsjugendführer Baldur von Schirach und dem Vorsitzenden des Nürnberger Gerichtes. Also Schirach sagte, ich zitiere, das ausschlaggebende Buch, das ich damals las, und das Buch, das meine Kameraden beeinflusste, war das Buch von Henry Ford,
der internationale Jude. Ich las es und wurde Antisemit. Dieses Buch hat damals auf mich und meine Freunde einen so großen Eindruck gemacht, weil wir in Henry Ford den Repräsentanten des Erfolges, den Repräsentanten aber auch einer fortschrittlichen Sozialpolitik sahen. In dem elenden, armen Deutschland von damals blickte die Jugend nach Amerika und außer dem großen Wohltäter Herbert Hoover war es Henry Ford, der für uns Amerika präsentierte. Zitat Ende. Der Vorsitzende sagte zu Baldo von Schirachs Verteidiger Dr. Sauter, ich zitiere, Dr. Sauter, der Gerichtshof ist der Ansicht, wie ich bereits zweimal gesagt habe, dass der erzieherische Einfluss, den der Angeklagte genoss, für uns ganz unerheblich ist. Ich möchte es nicht mehr wiederholen und sollten Sie den Angeklagten nicht im Zaume halten können und ihn veranlassen, bei der Sache zu bleiben, werde ich gezwungen sein, seine Aussage zu unterbinden. Zitat Ende. Dr. Sauter sagte daraufhin, ich zitiere, ja, Herr Präsident, ist es nicht von Interesse für das Gericht, welche Beurteilung des Angeklagten und seiner Person zu wissen, wie der Angeklagte Antisemit geworden ist? Ich hätte mir gedacht, der Vorsitzende unterbricht, nein, es ist für den Gerichtshof von keinem Interesse. Zitat Ende. Also es wird auch offiziell verschwiegen, dass beim Nürnberger Prozess verhindert werden sollte, dass Henry Ford als Vorbild Hitlers und anderer ranghoher NS-Funktionäre enttarnt wurde, also der Amerikaner. Genauso wurde die Mitverantwortlichkeit der Alliierten an den Geschehnissen und Entwicklungen geleugnet und sollte gleich gar nicht zur Sprache gebracht werden. Im Laufe des Prozesses gab es Dutzende solcher Versuche, die natürlich von Guido Knopp und seinen Konsorten ignoriert werden. Wichtig zu wissen ist also, trotz des großen Einflusses von Henry Ford auf Hitler und andere NS-Größen wird genau das in den meisten Biografien nicht erwähnt. Ein weiterer Beweis für die manipulative deutsche Mainstream-Geschichtsschreibung. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe 15 Hitler-Biografien gesehen im Stichwortregister, ob Henry Ford vorkommt. In keiner einzigen war es der Fall. In keiner einzigen. Obwohl Henry Ford einen so riesigen Einfluss hatte auf Hitler und NS-Größen, wird es in den deutschen Geschichtsbüchern so gut wie nicht erwähnt. Also das ist ja auch so eine Geschichtslüge, meiner Meinung nach, weil es darf nicht sein, ein Amerikaner Hitler zum Antisemiten oder in seinem Antisemitismus bestätigt hat. Ja, das ist ja auch dann mal wieder so eine Bestätigung dafür, warum die Alliierten so viel oder so stark darauf geachtet haben, auch gerade im Bereich Medien, Verlage, da die Deutungshoheit zu haben. Und soweit ich weiß, ne, Schulbücher müssen auch abgesegnet werden und mit Sicherheit, wir wissen ja auch, dass beispielsweise unheimlich viele Journalisten mit dem BND, was ja der verlängerte Arm vom CIA ist, zusammengearbeitet haben. Und da kann man natürlich dann auch recht gut über Verlage, über Journalisten eben die Geschichtsschreibung sehr, sehr gut steuern. Also und selbst wenn die Richter nicht daran interessiert sind, die Meinung oder die Erfahrung der Leute zu hören, merkt man ja auch schon, dass es sich dann wahrscheinlich teilweise um einen Schauprozess gehandelt haben muss. Ja, darüber werde ich auch noch publizieren in ein paar Jahren, weil meine Hitler-Buchreihe geht ja jährlich weiter mit einem Buch. Ich möchte jetzt noch ein paar Worte dazu sagen, wie Hitler und Ford, wie das Verhältnis war. Also zunächst mal muss man sagen, Adolf Hitler und Henry Ford haben sich nie persönlich getroffen. Es gab kein persönliches Treffen. Aber als die Nachricht der jüdischen Boykotte gegen Ford zu Hitler gelangte, soll dieser gesagt haben, ich zitiere, der Kampf der internationalen jüdischen Finanz gegen Ford hat die Sympathien der Nationalsozialistischen Partei für Ford nur gestärkt und seinem Buch Der ewige Jude,
es war aber der internationale Jude, zur größten Verbreitung verholfen. Zitat Ende. Tatsächlich waren bis 1933 im Verlag der Hammer 29 Auflagen von Fords Buch erschienen. 29. Danach wurde das Buch zu einem gängigen Artikel der NS-Propaganda. In seinem Buch Explaining Hitler schreibt der amerikanische Historiker Ron Rosenbaum, ich zitiere, indessen gibt es vielleicht noch wichtigere amerikanische Quellen für Hitlers Judenhass. Eine zentrale Quelle für seine Vision von einer jüdischen Weltverschwörung und eine vielleicht zentrale Finanzierungsquelle für Hitlers eigene Verschwörung zur Machtergreifung in Deutschland war Henry Ford. Es ist bemerkenswert, wie leicht oder gern Fords Beitrag zu Hitlers Erfolg aus dem Gedächtnis der Amerikaner verschwunden ist. Zitat Ende. Genau das, was die deutschen Historiker verschweigen. Ron Rosenbaum schrieb weiter, ich zitiere, dieses Machwerk, also Fords Buch Der internationale Jude, über die von der zaristischen Geheimpolizei in Umlauf gebrachten gefälschten Protokolle einer geheimen jüdischen Weltverschwörung, war seit 1905 die Bibel der Antisemiten. In Fords Darstellung Der internationale Jude wurde dieses gefälschte Dokument der breiten Weltöffentlichkeit zugänglich gemacht. Diese Fälschung, von einem Historiker als Freibrief für den Völkermord bezeichnet, hinterließ unauslöschlichen Spuren in Hitlers Judenbild. Zitat Ende. Wir nähern uns jetzt langsam der Frage meiner These, hat Hitler von Henry Ford abgeschrieben? Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass die Ähnlichkeit zwischen der internationale Jude, erstmals veröffentlicht 1920, und entsprechende Stellen in Hitlers Mein Kampf, erstmals veröffentlicht 1925, so groß sind und einige Passagen so identisch, dass man darüber hinaus sogar noch der Ansicht sein könnte, Hitler habe direkt von Henry Ford abgeschrieben. Verschwiegen wird also, Henry Fords Buch hat Hitler in seiner Judenaversion offenbar bestätigt und bekräftigt, wie Zeitzeugen dokumentierten, und dient ihm mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sogar als Vorlage zu Mein Kampf. Ich werde ein paar Passagen vortragen, also Ähnlichkeiten. Ford als auch Hitler glaubten an die Existenz einer jüdischen Verschwörung, die das Ziel hatte, die nicht-jüdische Welt zu zerstören und sie dann durch die Macht einer internationalen Superregierung zu übernehmen. Hitler führte Fords Ideen weiter aus. Beide glaubten, die Juden besäßen die Herrschaft über die internationale Finanz und über die Filmindustrie und würden die Gewerkschaften und die Presse beherrschen. Kommunismus und Kapitalismus wurden als Waffen der Juden angesehen, der Kommunismus als eine rein jüdische Schöpfung, aber nicht nur, weil Karl Marx der Enkel eines Rabbiners war. Die Juden seien ebenso für die Revolution von 1918 und die darauf folgende Niederlage verantwortlich. Sie können, also die Zuschauer können die Texte in den beiden Büchern vergleichen und sich dann selbst ein Urteil bilden. In meinem Buch gebe ich die Quellen an, zum Beispiel in Mein Kampf, Seite 114, 123, 200, 211 und so weiter und so fort, und der internationale Jude mit den Seiten 22 bis 31, 63, 73 und so weiter. Also alle Quellen sind hier ganz genau angegeben, so dass Sie lesen können, Mein Kampf und der internationale Jude, und es dann vergleichen können. Ich werde aber nachher nochmals ein wenig genauer darauf eingehen. Auch der Historiker Eberhard Jäckel erkannte in seiner Studie Hitlers Weltanschauung, dass Hitler seit dem Jahr 1920 vom internationalen Juden zu sprechen begann. Er schrieb aber nicht, dass dieses Buch einen großen Einfluss hatte. Also es war exakt in der Zeit, als Fords Buch in Deutschland veröffentlicht wurde.
Das kann meiner Meinung nach kein Zufall sein. Der Weg von Ford zu Hitlers Antisemitismus läuft in meinen Augen stringent. Einig waren sich beide, dass die Protokolle der Weisen von Zion die entscheidende weltpolitische Erklärung lieferten und als Kronzeugen galten. Und das, obwohl beide wussten, dass diese Protokolle als Fälschung enttarnt worden waren, auch schon zu dieser Zeit. Aber das störte weder Ford noch Hitler. Im Gegenteil, sogar lieferte genau das eine ähnliche Argumentation. Auch bei der Beurteilung der Juden als parasitär und schmarotzend waren sich beide einig. Ford schrieb, ich zitiere, der Jude wird, wo er kann, von dem Bodenbebauer leben. Mögen sich andere in Handwerk und Gewerbe placken. Der Jude zieht es vor, sich die Früchte ihres Schaffens anzueignen. Diese schmarotzende Neigung muss somit in ihrem Wesen begründet liegen. Hitler hingegen schrieb, ich zitiere, er, der Jude, ist und bleibt der typische Parasit, ein Schmarotzer, der wie ein schädlicher Bacillus sich immer mehr ausbreitet, sowie nur ein günstiger Nährboden dazu einlädt. Beachten Sie bitte bei Ihren Überlegungen, Henry Fords Buch erschien vor Mein Kampf. Ich habe hier auch eine kleine Liste erstellt mit Zitaten von Henry Ford und Hitlers Mein Kampf mit den Quellen dazu. Also alles zu Juden als Finanzmacht, Presse- und Medienkontrolle, kulturelle Zersetzung, Schuld an Kriegen, Weltverschwörung und so weiter. All das kann man in meinem Buch dann nachlesen, aber das jetzt alles zu zitieren wäre müßig. Auch über Fords Finanzierung der Nationalsozialisten und dessen Auszeichnung mit dem Adlerorden werde ich dann in dem Interview eingehen, wenn wir über die Finanzierung sprechen. Ein Fazit daher über das heutige Interview. Es war kein geistig verwirrter Adolf Hitler, der die nationalsozialistische Rassenlehre erfand, oder wie der französische Hauptanklagevertreter im Nürnberger Prozess so polemisch in den Saal warf, die Rassengemeinschaft sogar der deutschen Seele entspräche. Nein, es waren wirre Gedanken und Ideen einer russischen Theosophin, eines ehemaligen französischen Kabinettschefs, dem Sohn eines englischen Admirals, einem österreichisch-völkischen Antisemiten und einem exzentrischen Ariosophen und dergleichen mehr. Theosophen, Rassenkundler und Ariosophen arbeiteten Hand in Hand und legten einen ariosophischen Grund für ein Gedankengebäude, das sich weit über die Grenzen Österreichs oder Deutschlands verbreitete. Nationalsozialistische Ideologen verengten diese Anschauung, bis sie demagogisch so handlich wurden, dass sie dem einfachen Volk verkauft werden konnten. Daraus entstand ein System plausibler Erklärungen für alle Missgefühle, Ängste und Krisenerscheinungen. Hitler war, und ich wiederhole, war wie viele andere ein Kind seiner Zeit und die Lehren existierten bereits lange vor seiner politischen Karriere. Sie waren Allgemeingut und schriftliche Konglomerate darüber konnten in jedem Zeitschriften- oder Buchladen erworben werden. Man redete darüber an Stammtischen, genauso wie in Universitäten und in der Politik. Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen, machten sich dieser antisemitischen Gedanken Herr. Großteil der Ideenmischung, aus dem die NS-Ideologie schöpfte, gab es schon lange vor dem Ersten Weltkrieg in unterschiedlicher Intensität. Verschwiegen wurde also, dass Alfred Rosenberg, Gottfried Feder, das war der NS-Wirtschaftstheoretiker, und Richard Walter Darré, er war Reichsbauernführer und Reichsminister für Landwirtschaft und Ernährung. Sie waren die offiziellen Schöpfer der nationalsozialistischen Weltanschauung und eben nicht Adolf Hitler. Vielfach wird diese Weltanschauung als geschlossenes Konstrukt
bezeichnet. Ich behaupte aber, es war kein geschlossenes Konstrukt. Die Anhänger dieser These neigen dazu, seine Person, also Hitlers Person, als Ideologe zu überschätzen. Denn wie ich erläutert habe, unterscheiden sich gerade die ideologischen Kernelemente der nationalsozialistischen Bewegung nur wenig von den völkischen, deutschnationalen und alldeutschen Auffassungen. Hitler selbst hat diesem Ideengebräu keine grundsätzlich neuen Gedanken hinzugefügt. Die nationalsozialistische Ideologie konsolidierte sich als exakt das, was sie war und sein sollte. Gebündelte Protesthaltungen gegen die Verhältnisse in der jungen Weimarer Republik. Dass Hitler jene Lehren erfunden hat, konnte hiermit historisch als auch faktisch widerlegt werden. Seine Macht oder sein Charisma leitete sich nur teilweise von ihm selbst ab. In viel größerem Maße war er ein Produkt der Gesellschaft, das Ergebnis gesellschaftlicher Motivationen und Erwartungen, die seine Anhänger auf ihn übertrugen. Seine Macht war eine charismatische, das stimmt, und hing von der Bereitschaft der anderen ab, ihn in heroische Fähigkeiten zu erkennen. Hitlers Wirkung ist deshalb nur durch die Epoche zu erfassen, die ihn schuf. Das ist so mein Fazit, dass Hitler nicht der Begründer und Erfinder der NS-Weltanschauung war. Ich hoffe, ich habe das jetzt in diesem Statement rübergebracht. Wie gesagt, ganz genau steht es natürlich in meinem Buch. Und die Zuhörer können auch auf meinen YouTube-Kanal MG-Klartext auch noch kleine Videos zu dem Thema Hitler sehen. Und wir werden ja zusammen mit Ihnen, Herr Kühn, werden wir ja weiterhin an diesem Thema bleiben, nehme ich an. Und ich sage ganz bewusst, das Thema Follow the Money wird ja auch nochmal sehr viel Aufschluss darüber geben, wer denn ein Interesse überhaupt daran hatte, diesen Mann groß werden zu lassen. Denn es gab ja auch um Deutschland herum große, starke Nationen wie Frankreich, Großbritannien, Amerika, die ja durchaus aus der Geschichte her gesehen schon gewisse Ansprüche hatten. Und natürlich ist das Ganze auch immer sehr strategisch, was da abläuft und gar nicht so einfach, wie es uns präsentiert wurde bisher. Aber da freue ich mich drauf, mit Ihnen das mal aufzudröseln. Und Folge dem Geld hat schon viele Wahrheiten ans Licht gebracht. Und da freue ich mich besonders drauf, denn das ist ja auch so ein Faktum, das wird uns nochmal, glaube ich, mal ganz anders die Augen öffnen, uns allen. Also gerne auch, wenn es möglich ist, gleich als nächstes Thema, wenn Sie Lust haben. Als nächstes Thema würde ich gerne auf mein neues Buch eingehen, das in ein paar Wochen erscheint, aber wir können noch einmal darüber reden. Sie machen es immer so spannend, ich weiß. Der Titel des Aber es Buches ist gut. ist Deutschland muss vernichtet werden Ja, es ist brutal. und handelt über die Vernichtung, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. Darin werden Fotos enthalten sein, die so grausam sind, dass man sie fast nicht veröffentlichen kann. Aber ich wollte dem Grauen ein Bild geben. Deshalb sind auch solche Fotos in dem Buch enthalten. Und sobald es erschienen ist, werde ich natürlich auf meinen Kanälen auch darüber Auskunft geben. Herr Dr. Krant, Geschichte ist so spannend und so interessant. Also das ist unglaublich. Und auch was man daraus aus der Gegenwart und für die Zukunft lernen kann, ist unbeschreiblich. Und deswegen ist Ihre Arbeit, weiß ich, sehr zu schätzen. Und ich denke, die Zuseher auch. Und von daher danke, dass Sie da so fleißig sind. Und ich freue mich aufs nächste Gespräch. Und ich drücke Ihnen da alle Daumen jetzt für das neue Buch, Vielen Dank. dass das gut startet. Und wir werden auch dafür sorgen, dass viele Leute davon erfahren. Vielen Dank. Dann bis ganz bald und danke heute für den alternativen Geschichtsunterricht. Und ich bedanke mich. Es war mir wirklich wieder eine sehr große Freude und bis ganz bald. Alles Gute, auch viele Grüße an meine Zuschauer. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.